Review-Zeit, Ladies und Gentlemen. Vor mir steht eine weitere Masters of the Universe Classics Box. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, über eBay noch eine Figur von der guten alten Teela zu kriegen. Die Preise bei eBay sind natürlich extremst hoch, also unter 130, 140 Euro war da schon gar nichts mehr zu machen. Und ich habe jetzt von einem eBayer Gott sei Dank das Glück gehabt, die gute Figur noch unter 100 Euro zu kriegen. Ich gucke sie mir jetzt erstmal gleich in Ruhe an. Ich habe sie selber natürlich noch nicht ausgepackt. Sie ist noch original verpackt, sie ist noch, wie ihr vor euch seht, im Original Mailer-Karton. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an und ich freue mich jetzt schon und mal gucken. Hier haben wir jetzt unsere gute Teela in ihrer Blisterverpackung. Also was ich auf den ersten Blick sehe, ist absolut genial. Da kommen wirklich wieder Kindheitserinnerungen hoch. Sie ist in der Standard Masters of the Universe Classics Blister Box, die ihr kennt. Wenn ihr meine Videos verfolgt habt, da dürfte euch jetzt zumindest etwas auffallen, wenn ihr euch mal genau den Boden anguckt. Hier steht Teela Warrior Goddess. Hier fehlt was. Normalerweise ist bei meinen anderen Figuren hier ein The Original bei. Ist hier nicht. Das heißt, Leute, ich habe tatsächlich von Teela die Erstauflage. Soweit ich weiß, gibt es aber auch gar keine Zweitauflage. Deswegen ist diese Figur auch so verdammt selten geworden. Also ich kann echt zufrieden sein, dass ich sie gekriegt habe. Ich habe auch wirklich drum gekämpft, habe da wirklich vorgehangen und habe echt gebetet, dass ich sie kriege. Und ich habe sie gekriegt. Ja, was ich wie gesagt so sehe, gefällt mir schon sehr. Der Style der alten Figur ist hier gut übernommen worden. Es ist ein kleiner Mix aus der 2002er und der 80er Jahre Figur, wie ich sehe. Allein an dem Schwert, was sie in der Hand hält, das gucken wir uns gleich gemeinsam mal an. Es ist ein zweiter Kopf dabei, der sehr an die Vintage-Figur erinnern wird. Und, was sehen wir hier hinten? Ja, das zeige ich euch nachher in aller Ruhe. Wir gehen mal kurz auf die Rückseite. Das ist die typische Masters of the Universe Classics Rückseite, die wir schon kennen. Hier oben haben wir He-Man, da haben wir natürlich Teela, Man at Arms ist hier. Hier haben wir Webster, Evil Master of Escape, den kennen einige aus der Serie noch, dieses spinnenähnliche Vieh. Triclops und Skeletor. Und natürlich eine brandneue Bio von Teela. Es gibt jetzt verschiedene Versionen von Teela. In der Filmation-Cartoon-Serie, mit der jeder von uns eigentlich aufgewachsen ist, ist Teela die Tochter der Zauberin. Die Zauberin ist die gute Frau, die Castle Grayskull bewacht. Und Teela ist, ohne dass sie weiß, dass sie die Tochter ist, von Man at Arms aufgenommen worden. Das hatte ich bei Man at Arms ja schon erwähnt, dass er sie adoptiert hat. Und ja, ich glaube irgendwann in der Serie kam das sogar dann raus, dass die Zauberin ihre Mutter ist und war eine coole Story. Was ich jetzt noch weiß ist, damals in der Heftserie war Teela einmal nicht mit roten Haaren, sondern blond. Und sie war nicht die Tochter der Zauberin, sondern sie war die Tochter der Göttin. Und die Göttin sieht so ähnlich aus wie der alternative Kopf, der hierbei ist. Mit einem, einer Art Schlangenuniform. Und auch einen Schlangenstab, den hat sie hier als Figur natürlich auch dabei, weil so war auch die Vintage-Figur. Und welche Version nun wirklich die richtige ist, weiß ich nicht. Aber ich persönlich bin ja dafür, dass sie wirklich die Tochter der Zauberin ist und nicht die Tochter der Göttin. Ja, so viel dazu. Gucken wir uns einfach jetzt mal Teela an, würde ich sagen. Ich bin völlig begeistert. Ich habe leider meine kleine alte Teela nicht mehr gefunden. Ich werde euch dann eben fix ein Bild dazu einblenden, wie sie aussah. Ich habe eben nochmal geguckt auf meinem Dachboden und habe meine Tonnen durchwühlt und geschaut, aber leider nichts gefunden. Naja, was soll's. Also, wie gesagt, Teela, ich mache Teela jetzt auf. Und dann schauen wir sie uns mal gemeinsam an, Leute. So, hier haben wir jetzt Teela ausgepackt aus ihrer Verpackung. Und ich muss sagen, sie sieht echt wunderschön aus. Ein tolles Design. Eine gute Aufmachung, muss ich sagen. Dieses Weiß mit dem Gold zusammen, das gefällt mir wirklich sehr. Erinnert wirklich sehr stark an die alte Figur. Sieht wirklich richtig cool aus. Ich komme mal ein bisschen ins Detail. Seht euch die ganzen Details an ihrem Anzug an. Das haben die wirklich richtig, richtig gut gemacht, muss ich sagen. Einfach Wahnsinn.
Wenn die irgendwann diesen Masters of the Universe Film drehen, dann wäre das Design hierfür einfach nur perfekt, würde ich sagen. So würde ich sie am liebsten sehen. Nicht so diese schreckliche Erinnerung damals an den alten He-Man-Film mit ihrem komischen grauen Anzug. Nein, das hier wäre schon echt perfekt. Wirklich wunderbar. Echt toll gemacht. Jetzt bin ich wirklich froh, dass ich sie habe. Beautiful, beautiful. Ja. Stellen wir ein bisschen weiter beiseite. Wir gucken uns mal den Kopf ein bisschen an. Denn ich finde, das Gesicht ist auch richtig schön geworden. Sie sieht echt so ein bisschen edel aus und richtig toll. Auch mit den Haaren hinten leicht zusammengebunden. Bei der Vintage-Figuren waren die Haare nicht so extremst hochgebunden. Die waren ein bisschen glatter, weil da war natürlich, so ähnlich wie hier, ist ja der Alternativkopf bei. Da gab es keinen Alternativkopf, sondern nur das Schlangenstück, was man über ihren Kopf stülpen konnte. Hier kann man den Kopf komplett auswechseln. Und deswegen haben die sich die Freiheiten genommen, die Haare wirklich höher stecken zu lassen, besser auszubilden. Das sieht echt super aus. Auch so die Details im Kopf und an dem, was ist das hier? Wie nennt man sowas? Diadem. An den Diademen, und dann hat sie hier Ohrringe in Gold. Wirklich sehr, sehr schön. Also das Gold, das strahlt wirklich, Leute, das ist wunderschön geworden. Auch mit dem Weiß, wirklich, wow. Weiter runter. Keine Fellhose, Leute, natürlich nicht. Ihre coolen Stiefel. Mit weißem Fell dran. Sieht auch echt klasse aus. Wow. Also ich bin jetzt gerade wieder mal völlig baff und begeistert. Was ich auch cool finde, sind die ganzen Accessories, die Teela dabei hat. Da gehe ich jetzt mal drauf ein. Die ist wirklich mit ein paar netten Sachen dabei. Und zwar, für alle, die die alte Figur hatten, fangen wir mal mit ihrem Stab an. Ja, Teela hat auch einen Stab. Und zwar den Schlangenstab. Der ist verdammt groß, wie ihr seht. Er ist größer als Teela. Kommt das kaum aufs Video rauf, wa? Auch in einem schönen Goldton gehalten. Er ist leicht gebogen. Seht ihr das? Diese Biegung hier? Das sieht wirklich sehr edel aus. Und wie gesagt, eine Schlange ist dann vorne drauf. Komm zu mir, mein Freund, der Fokus. Er möchte nicht. Er möchte sich den Stab nicht angucken. Das ist ja ärgerlich. Komm. Ja, Vorführeffekt, Leute. Vorführeffekt. Der ist so klein und filigran. Den kriege ich nicht in den Fokus. Jetzt habe ich dich doch. So, schaut ihn euch an. Also die Details da drin sind richtig cool. Wirklich ganz fein. Diese Schlange, diese Kobra sieht echt geil aus. Auch die Schuppenhaut. Wunderschön. Das hat echt was Edles. Das sieht wirklich schon aus wie wirkliches Gold. Das ist echt toll. Wunderschön. Auch unten hat sie hier nochmal was dran. Die kleinen Details sind wirklich Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Wunderbar. Wir können das jetzt mal kurz Teela in die Hand drücken. Wenn das so klappt. Sie steht übrigens super. Also nicht so wie He-Man und Co., die gerne mal das Problem haben, umzufallen. Oha, ich sehe schon. Die Fingerchen sind etwas sehr eng. Ja, dann mache ich das einfach anders. Ich werde mal einen kurzen Cut machen und das in Ruhe ranbasteln. So, jetzt hat sie den Stab in der Hand. Und das passt einwandfrei. Man muss ihre kleinen Fingerchen etwas biegen und dann geht das. Also wie gesagt, das sieht echt toll aus. Wunderschön. Also kein... im Vergleich zu den anderen Figuren, zu He-Man und Skeletor, hat sie wirklich so viele Details drin. Also ich finde, sie übertrifft sogar noch Man at Arms von dem Detailgrad her. Das ist wirklich genial. Auch die ganzen Sachen, wie gesagt, die dabei sind, das ist wirklich cool. Wir haben natürlich noch das Schwert.
Das Schwert habe ich hier. Das ist auch schön. Ich weiß nicht, ob die Vintage-Thiele ein Schwert dabei hatte. Aber das hier, das ähnelt eher der 2002er Serie und ich finde, das sieht echt auch cool aus. Auch wieder in diesem geilen Goldton. Mit so einem, ja, es hat so wieder diesen Schlangen-Style. Das geht also komplett in Thielers Design über und ist echt schön geworden. Und auch groß, wie ihr seht. Echt ein Riesenteil. Auch das wirklich Bombe. Ich bin immer noch völlig weg. Wunderschön. Ja, dann hat sie ein Schild dabei. Klein, aber fein. Na, kriegt das Licht das alles rein. Auch das Schild, finde ich, hat richtig geile Details. Das sieht wirklich gut aus. Ist nicht eintönig, das sind 2, 3 Brauntöne, die ihr seht. Also zumindest in der Mitte, wo der Stachel sitzt, das ist in einem, ja, sieht aus wie Kupfer. Auch wirklich toll. Der Schild ist so wie bei He-Mans, genauso mit einem kleinen Clip hinten dran. Ihr braucht das nur bei Thiele auf den Arm klicken und dann hält sie das. Werde ich nachher natürlich alles mal schön zusammenbasteln und ja, dann könnt ihr das sehen. Dann haben wir den Alternativkopf. Das ist der Alternativkopf, der wirklich sehr stark an die Vintage-Figur erinnert. Dieser Schlangenkopf. Die Vintage-Figur hatte, wie gesagt, nur dieses Schlangenteil selbst und in einem sehr knallen Rotton oder Rotbraunton. Und die Figur hier jetzt hat komplett den Zweitkopf mit drin. Ihr könnt diesen Zweitkopf sogar auslösen, wenn ihr wollt. Mache ich jetzt natürlich nicht, muss nicht sein. Aber ich finde so vom Design her und von den Details her wunderbar geworden. Auch hier die Schuppen der Schlange. Wahnsinnig cool. Auch das Gesicht. Das Gesicht ist genau das gleiche, wie ihr hinten auf der Thieler seht. Da ist keine Änderung, außer dass sie eine goldene Kappe noch auf hat. Das ist echt toll. Sogar hinten auf der Rückseite die Details. Wunderbar. Also echt. Die Four Horsemen haben bei Thiele einen geilen Job gemacht. Super, wunderschön. Auch diese roten, ja klar, das sind rote Augen. Nein, das sind grüne Augen, Leute. Diese knallgrünen Augen. Genial. Ja. Ein kleines Highlight ist noch dabei, was ich aber richtig genial finde. Für alle, die Fan von alten Serien sind. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Thiela die Tochter der Zauberin ist. Zumindest war es so in der Filmation-Zeichentrickserie. Und wer die Zauberin ein bisschen kennt, weiß auch, dass sie sich hin und wieder, um unter den Menschen zu wandeln, verwandelt. Und zwar in einen Falken. Und dieser Falke heißt Zoa. Und Leute, Thiela hat Zoa dabei. Hier ist wirklich eine richtig, richtig coole Version von dem Falken dabei. Das ist Zoa. Boah, ich finde, der sieht so cool aus. Diese großen beiden Schwingen und ich versuche mal ein bisschen in den Kopf zu kommen hier. Komm mal her. Den müsstest du gut kriegen, mein Fokus. Glaube ich. Komm. Schnapp dir Zoa. Komm. Seht euch das an. Wow. Richtig filigran. Ihr könnt jede einzelne Feder sehen. Wunderschön. Zoa sieht echt gut aus. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich hatte, glaube ich, damals auch mal Zoa. Der war erstmal gewaltig groß und hatte, nun komm schon, hatte eine Rüstung noch dabei. Und die Zauberin hat natürlich nicht nur durchgehend diese roten Federn, sondern weiß, rot, blau, blau vor allem. Und blau fehlt hier bei der Figur komplett. Also es ist wirklich ein eher orange-rot-weißer Adler. Falke. Aber trotzdem richtig geil. Ist sogar beweglich. Auch Beweglichkeit ist bei Zoa vorhanden. Ihr könnt die Flügel zumindest hochklappen für so einen Sturzflug. Selbst die Füße könnt ihr so ein bisschen hin und her bewegen. Zoa ist etwas in einem weicheren Plastik, also da macht euch keine Sorgen. Das sieht echt... Ist alles sehr flexibel, auch hinten.
bis auf der Hauptkörper, der ist nicht so. Ja, aber wie gesagt, genial, dieses Gimmick dabei zu haben, das finde ich richtig cool. Also das hat mich überrascht, als ich das eben gesehen habe. Echt toll. Also Sora ist mit dabei. Das heißt, ihre Mutter ist eigentlich immer mit dabei. Echt toll. Ja, jetzt kommen wir nochmal, wie gesagt, zum zweiten Kopf. Den werde ich jetzt mal kurz ranbauen. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und dann packe ich nochmal die Rüstung komplett zusammen, damit ihr auch mal sehen könnt, wie Teela aussieht, wenn sie voll ausgerüstet ist. Jo. Da ist nun der alternative Kopf. Ich denke mal, wer damals Teela als Figur hatte, weiß genau, sieht genau, wie das Design ist, weiß, wie es in der Kindheit war, und die haben das wirklich gut umgesetzt. Ich persönlich muss ja sagen, ich werde Teela ohne diesen Kopf hinstellen, weil ich mag einfach diesen Style mit dem Diadem und den hochgesteckten roten Haaren mehr. Aber ich finde, das ist eine coole Dreingabe und es sieht wirklich gut aus. Das Einzige, was ich so ein bisschen als Problem gesehen habe, ist das Gelenk am Nacken, wo ihr den Kopf raufpackt. Wenn ich das jetzt mal drehe, seht ihr, dass der Kopf A sehr hoch hängt. Und da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Das ist wirklich nur so ein kleiner Stift, der das Ganze hält. Ich ziehe das jetzt mal wieder ab. Da müsst ihr echt sehr vorsichtig sein. Keine Sorge, hier passiert nichts. Da seht ihr das. Der ist wirklich sehr lose und sehr dünn. Da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr jetzt den anderen Kopf draufpackt, dann guckt wirklich genau, wo das Loch ist und steckt sie vorsichtig zusammen. So. Und schon habt ihr wieder das alte Design. Dadurch, dass der Ball Joint, wie man es so schön auf Englisch sagt, dafür ausgelegt ist, diesen zweiten Kopf zu tragen, ist auch hier der Nacken etwas lang gezogen. Und der Kopf von Teela seht ihr jetzt schon. Sie macht einen auf Bubblehead. Ist etwas lose, also ihr müsst da ein bisschen raufdrücken und alles ein bisschen fester machen. Und dann geht das wieder. Das ist so das Einzige, was so ein bisschen negativ ist, finde ich. Aber ansonsten alles super. Ja, wie gesagt, jetzt nochmal fix Schwert und Schild rangebaut und alle Accessories zusammengepackt, um mal euch einen Gesamtüberblick zu geben. Wie gesagt, es ist einfach nur genial. Vielleicht kann ich auch noch mal kurz vorher auf die Beweglichkeit eingehen, fällt mir gerade ein. Das können wir noch mal fix machen. Also, wie gesagt, die Beweglichkeit vom Kopf. 360 Grad, alles super, das läuft. Wie gesagt, etwas locker. Ihr habt die Arme, die können sich gut bewegen an den ganzen Gelenken. Wie ihr seht, das läuft alles super. Auch hier an der Hand, das geht. Müsst ein bisschen vorsichtig sein, einige Gelenke sind Masters of the Universe Classics, typisch locker, aber das ist nicht so wild. Viele haben ein bisschen gemeckert, dass sie keine Beweglichkeit hier hat in der Hüfte, aber ich finde, das ist gut so, weil das würde dann schon wieder den Style versauen von mir an Anzug. Und dass das jetzt ein Stück ist, finde ich gar nicht schlecht. Ihr könnt dementsprechend natürlich die Beine nicht großartig weit auseinandersetzen. Auch um Teela irgendwo in ein Fahrzeug zu setzen, habt ihr eher Schwierigkeiten, weil das ist wirklich richtig hart hier. Also es geht nicht, es würde nur so gehen. Die Knie sind an einem Gelenk. An den Füßen fand ich die Beweglichkeit wirklich gut, weil ihr habt einmal den ganzen Stiefel könnt ihr drehen und hoch und runter die Füße selbst. Wirklich harte Knöchel, also nicht so wie bei He-Man, die wird mir bestimmt nicht umfallen. Und ihr habt Side-by-Side Ankle Pivot, also ihr könnt die Füße auch nochmal so knicken. Wirklich genial. Wirklich gut. Ja, das ist die Beweglichkeit von Teela. Die finde ich ausreichend, gut. Ich finde, zu viele Gelenke versauen dann auch so ein bisschen wieder die Optik der Figur. Und ich bin eh kein Fan von so vielen Gelenken. Und so reicht es mir eigentlich. Ja, wie gesagt, jetzt bauen wir nochmal alles kurz zusammen, dann zeige ich euch das nochmal und dann sind wir auch schon wieder fast leider durch, viel zu schade. Aber im Gegensatz zu euch kann ich mir Teela da nochmal schnappen und genauer begutachten und richtig in Pose stellen. Ja, bauen wir kurz mal um. So, alles zusammengebaut, alles rangepackt, was es zu sehen gibt. Hier habt ihr nochmal vor euch das komplette Paket, was ihr mit Teela kriegen könnt.
Also ich bin wirklich absolut begeistert. Der Detailgrad, die ganzen Accessories, das Gesicht, die Uniform ist wirklich wunderschön. Sora ist wirklich eine richtig geile Dreingabe, also dieser Falke, der Adler, ist wirklich richtig toll. Ich finde, der sieht doch wirklich super aus. Der gefällt mir richtig, da muss ich echt mal sehen, dass der nicht irgendwie untergeht in meinem kleinen Regalbrett. Der muss irgendwie zur Geltung kommen. Der zweite Head Sculpt ist auch wirklich cool für Leute, die jetzt auf dem Vintage-Style stehen. Die können sich das natürlich dann an Tila ranbauen. Nur wie gesagt, seid vorsichtig dann mit dem Balljoint am Hals. Das ist dann natürlich ein bisschen gefährlich. Macht es nicht zu oft, sonst könnte er knacken. Das will natürlich keiner. Und diese Figur ist wie gesagt sehr selten mittlerweile. Und wenn ihr sie kriegen solltet, wirklich sehr überteuert. Wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, sie unter 100 € zu kriegen. Mehr hätte ich auch bestimmt nicht ausgegeben. Das ist dann wirklich echt ein bisschen extrem. Wie gesagt, bei eBay ist sie teilweise drin für 130 bis 150 € oder aufwärts. Und ich habe wirklich Glück gehabt, dass einer hier aus Deutschland Tila angeboten hatte und dass ich sie gekriegt habe. Sie ist hier wirklich in guten Händen, weil ich behandle meine Figuren generell immer gut. Wahrscheinlich schmerzt es jetzt nun den ein oder anderen Masters of the Universe Classics Fan, dass ich Tila aus ihrer Verpackung genommen habe, aber meine Figuren sollen nicht in ihrem Plastikgefängnis verenden. Die kriegen ihre Luft, die müssen atmen, die kommen hier raus. Ich möchte die gerne displayen und ja. Also wie gesagt, Tila ist in guten Händen, eine super Figur. Falls ihr die Gelegenheit habt, sie für wirklich noch einen guten Preis zu kriegen, schlagt sofort zu, Leute. Ich glaube nicht, dass Mattel da eine Reissue-Version von rausbringt, eine Zweitauflage, das glaube ich nicht. Also sie lohnt sich wirklich, sie ist wunderschön, sie erinnert einen wirklich sehr an die Classic-Figur, an die Zeichentrickserie, eine tolle Anlehnung, ein super Mix aus 80er Jahre und 2002er Figur, wirklich wunderschön. Mehr kann ich dazu eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, ihr habt wie immer Spaß mit meiner Review gehabt und ihr teilt so ein bisschen meine Begeisterung von Tila. Wirklich toll. Also wie gesagt, wenn ihr das alles so seht, super toll, genial. Auch hier wie gesagt Sora. Ich finde Sora ist einfach cool. Hätte nie gedacht, dass Sora so gut aussieht. Und natürlich auch der zweite Kopf. Der hat was. Für Fans der Vintage-Figur. Ja, okay Leute. Das war meine Review zu Masters of the Universe Classics Tila-Version. Erstauflage, günstig erstanden bei eBay, Gott sei Dank, in einem Top-Zustand. Ja, das war's von mir aus mal wieder, Leute. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut und bis denne dann.